Olga Neuwirth, um über Construction in Space zu sprechen, müssen wir, glaube ich, auch den Ausgangspunkt nehmen. Das ist einmal die Geschichte The Long Rain von Ray Bradbury und es ist auch das Stück The Long Rain. Vielleicht einfach mal, wie ist es dazu gekommen? Diese Kurzgeschichte The Long Rain und dann Construction in Space. Okay, erstens mal ist es schon so lange her, 22 Jahre. Da funktioniert das Hirn nicht mehr so gut, wie es damals funktioniert, warum er eigentlich was wollte, warum er sich für etwas interessiert hat. Aber es war damals eigentlich der Ausgangspunkt, dieser interessante Faktor, dass also von der allen Erzählungen von Ray Bradbury, The Illustrated Man, dass jemand auf ein Tattoo schaut und das Tattoo wird lebendig und eine Geschichte entsteht. Und eines dieser 18 Geschichten von Ray Bradbury ist eben The Long Rain. Und mich hat damals fasziniert, was ist akustischer Terror? Also was heißt es, wenn man selbst einen akustischen Terror komponieren soll oder ja, möchte in dem Fall auch, wo es keinen Common gibt und man von Klang eingehüllt ist, aber auf eine brutale Weise. Ja, also das war damals mein Interesse. Gleichzeitig eben auch einen Film dazu zu kreieren, um jetzt nicht diese Bilder des Tattoos nachzumachen und auch nicht einen Film. Es gab ja auch einen Film mit Rod Steiger, The Long Rain. Aber die Bedingungen des Menschen in Extremsituationen. Also das hat mich damals interessiert. Genau, du hast dann mit Kreisel zusammen Film und Musik entwickelt, das ist The Long Rain. Das wird also mit richtigen 3 Videoleinwänden wird das dann aufgeführt. Aber es gibt die Fassung auch Construction in Space ohne den Film. Hat sich da dann irgendwas nochmal in der Partitur geändert oder wie muss man sich das vorstellen? Wie ist aus The Long Rain, dem Musikstück mit Film, Construction in Space geworden? Ja, also das war schon interessant, weil die Bedingungen von Film und Musik sind, obwohl sie beides Zeitkünste sind, trotzdem ein Unterschied. Und da musste ich einige Dinge ändern. Und zwar, ich musste für einige Dinge, wo Michael Kreisel wollte, dass die Kameraeinstellungen länger dauern, ich sozusagen die Musik verlängern musste, diese Dinge, die ich zuerst verlängern musste für seine Einstellungen, um etwas filmisch klar zu machen, wird für Musik auf musikalischen Ebene zu einer Langeweile oder zu einer sinnlosen Verlängerung musikalisch nichts bringt. Das habe ich wieder weggenommen, also diese Verlängerung für den Film. Andererseits hat er für mich auch manchmal etwa Zeit nehmen müssen. Also in dieser Filmfassung sind wir gegenseitig aufeinander eingegangen. In der reinen musikalischen Fassung habe ich dann versucht, mein musikalisches Time-Konzept so durchzuziehen, wo ich eben glaube, das ist für mich das richtige Timing. Das kann mir jemand anders auch als anders empfinden. Aber das war es für mich wichtig, dann für mich eine rein musikalische Form zu finden, ohne die eben Surround-Leinwände. Die Surround-Musik bleibt ja. Genau, die Surround-Musik bleibt. Das ist auch durch die Ausstellung schon vorgegeben. Das Ensemble ist aufgeteilt in verschiedene Gruppen und umgibt das Publikum. Es gibt noch Solistenpositionen. Dazu gibt es Live-Elektronik, auch ein besonderes, sage ich mal, Monitorsystem um das Publikum herum, um wirklich auch diese Surround-Effekte, nenne ich es jetzt mal, zu erzielen. Vielleicht kannst du da auch noch mal etwas zu sagen über dieses Setting, was für ich als Komponistin dann auch extrem interessant ist, so für eine Raumverteilung der Musiker aufzuschreiben. Architektur und Musik haben mich seit jeher fasziniert, weil ein Raum entscheidet auch, wie unsere Musik eigentlich erklingt. Also wie wichtig Akustik ist, ganz wichtig für Musik. Kann Musik verbessern, kann Musik zerstören. Und Architektur als Teil des Raumes, wo überhaupt Musik erklingt, spielt natürlich eine große Rolle. Was mich in diesem Stück aber interessiert hat, sozusagen, dass man ja nicht entkommen soll, auch als Zuhörer. Es ist vielleicht brutal und bei den Donationen und Musiktagen wurde ich auch ausgebuht mit den Worten Musikfaschist. Also das ist festgehalten auf Video vom Herrn Michael Kreisel. Also das heißt natürlich, es ging darum, dass man nicht entkommen kann. Und deswegen ist das Publikum wirklich auch in 4 Gruppen wie in einem Boxring umstellt. Von 4 Gruppen umstellt, aber die haben Achsen. Es gibt 2 Achsen. Also es gibt die Achse von eine Quer- und eine Längsachse. Die eine ist sozusagen Resonanzinstrumente, das Klavier und die E-Gitarre.
und auf der anderen Seite 2 Schlagzeuger, die sich gegenüberstehen und die haben jeweils Gruppen und in dieser Gruppe gibt es dann noch einen Solisten für die Auslösung von Live-Elektronik. Aber was auch wichtig war, es ist nicht nur die Raumaufteilung für die Musiker, sondern eben auch die Lautsprecher haben eine bestimmte Art von Position bekommen, nämlich in diesem Sinn eben dieser Sundomes, die in dem Text von Ray Bradbury vorkommen, eben diese Suche nach diesem Sundome, der einzige Ort, wo man einen Schutz findet. Und diese Sundomes ist interessant, weil auch in diesen amerikanischen Movie Theaters wurde dann für dieses Surround, wurden nämlich Sundomes genannt. Das wusste ich aber nicht, weil ich bin eigentlich auf den Namen eingegangen von Ray Bradbury. Aber um dieses sozusagen eine richtige Kuppel, eine Klangkuppel zu erzeugen, braucht man eben eine bestimmte Art von Anordnung von Lautsprecher. Und das war der erste Versuch. Später habe ich dann mit Markus Neusner mich ja immer weiter ausgelassen in diese Richtung, dass man eben bei 64 Lautsprecher auf einem System gelandet ist. Aber diese Idee der Sundomes als umhüllende Klangraum noch, der die Elektronik abbildet, kommt aus dieser Geschichte her. Sind diese Sundomes dann auch unter anderem diese, ich nenne sie jetzt fast Ruheinseln in der Musik, die ansonsten ja wirklich arbeitet mit diesem permanenten Klangregen, der auf einen einprasselt von allen Seiten, auch mit einer Dynamik, mit einer Schnelligkeit, Geschwindigkeit. Und da gibt es ja immer auch diese ruhigen Passagen, wo man auch das Gefühl hat, da wird man auch ein bisschen diese Live-Elektronik stark reinwirken, einen Raumklang machen. Diese ruhigen Passagen, die stehen dann für so das Gefühl, in einem Sundome zu sein. Ja, also schon, wenn man das so plakativ sagen will, ja, eigentlich. Also das war schon die Idee, dass das ein bestimmter Stillstand ist, der nicht lange dauert, weil die meisten Sundomes auch in der Story von Bradbury sind ja kaputt. Also man findet eben keinen Schutz. Das ist nur eine kurze Hoffnung. Und deswegen wird man ja eigentlich noch nervöser, weil man glaubt, einen Schutz gefunden zu haben, einen Ruhepunkt gefunden zu haben, aber es wird ihm schon wieder entzogen. Und dieses dauernde Entziehen eines Ruhepunktes macht die Gewalt des Dauerregens noch größer und noch zermürbender, bis man dem Wahnsinn gleich ist, wenn man sich nicht mehr erholen kann, wenn man sich nicht mehr zur Ruhe kommt. Also ist der ganze menschliche Körper aufgeladen, war eine riesige Spannung. Und deswegen war schon natürlich die Idee, dass in diesem Sundome der Raum aufgeht in einen wärmeren, statischeren Klang, bis man erst am Ende erreicht, mit Obertonreihen und einem Zitat über ein Miles Davis Lied, eine aber verzerrte Plattenspielermusik zu einer Art von Ruhe.